Ich heiße Merlin, ich mache Lieder und manchmal ein Drehbuch bzw. Storyboard, wenn mich die Muse küsst. Ich bin die Martha, ich habe Regie geführt bei unserem One-Take-Video für Charo und jetzt erzählen wir euch ein bisschen was. Also der Text zu dem Lied entstand direkt in Mazedonien im Krankenhaus noch. Am letzten Abend, so dass ich schon wusste, am nächsten Tag in der Früh kommt so um 7, halb 8 Uhr morgens der Krankentransport, der mich zurück nach Linz bringt. Lag ich so da und habe überlegt, so okay, was ist hier passiert, wie kann ich das irgendwie für mich reflektieren? Und neben mir im Spind, so eigentlich in Griffweite neben meinem Bett, lag halt wirklich eine Packung Zigaretten mit einem Feuerzeug. Und so habe ich dann eigentlich eins zum anderen gerechnet. Die Musik kam dann erst später dazu mit Lolo und Christoph gemeinsam. So entstand dann die prägnante Akkordeonmelodie. Mir ging es eigentlich darum beim Drehbuch, dieses Gefühl des Eingesperrtseins im Krankenhaus irgendwie auf eine abstraktere Weise darzustellen. Dass so im Bett liegen, nicht alleine aufstehen können, an irgendwelche Geräte angeschlossen zu sein, tagelang, irgendwie auch noch vielleicht weit weg von zu Hause. Und ja, sich halt zu wünschen, irgendwo ganz woanders zu sein, vielleicht mit seinen Freunden in der Küche Musik zu machen oder halt auf Wolken sitzend herumzufliegen. Und dann am Schluss läuft es halt wieder zusammen in die Realität, in das Krankenhaus in Mazedonien, wo der Chefchirurg 10 Minuten vor der OP mit dem Motorrad vor dem Krankenhaus hält. Wie wir auch so die Stimmungen überlegt haben für die unterschiedlichen Szenarien, es gibt ja eigentlich 3 Szenen und ein Schlussbild, haben wir schon sehr intensiv über Stimmungen gesprochen. Also in der Anfangsszene in der Küche ist irgendwie, es ist cozy, aber es ist auch eng, irgendwie so ein bisschen die Stimmung. Und dann geht es eigentlich raus aufs offene Meer. Erst kommt diese Anfangsstimmung irgendwie, die ist so ein bisschen, es ist schon eng und dann ist man eigentlich so ein bisschen ausgeliefert in dieser Meersituation. Und das Ausgeliefertsein ist vielleicht dieses dort ins Krankenhaus kommen und irgendwie verletzt ausgeliefert zu sein. Und dann haben wir eben auch mit den Lichtstimmungen, das konnten wir auch hier genial irgendwie machen, sind wir darauf eingegangen. Und dann die Wolkenszene ist eigentlich wieder doch dieses Aufgehobensein, doch vielleicht dieses sich auch auf der einen Seite wohin träumen, auf der anderen Seite sich auch geborgen fühlen in diesem Ausgeliefertsein. Und dann die Schlussszene ist eigentlich so ein bisschen Flash to Reality, also dass man dann eigentlich kurz sieht, wie es wirklich ausgeschaut hat. Also wir haben auch, die Schlussszene ist inspiriert von den Fotos, die wir in Mazedonien gemacht haben. Also das hat de facto fast so ausgeschaut. Es war schon auch genial, dass es mit dem Licht und mit der Wall so gut zu koordinieren war. Wir konnten halt alles in Time machen. Wir hatten jetzt nicht irgendwie ein Greenscreen, wo wir dann in der Post noch Bildmaterial reinfüttern, sondern es war halt einfach da und es hat ja auch das ganze Set beeinflusst, dass die Stimmungen zum Beispiel am Screen halt wirklich schon in Time da waren. Also das macht einfach einen Unterschied, auch für die Leute, die spielen oder die umbauen. Also die ganze Atmosphäre passt sich ja sozusagen der nächsten Szene schon an. One-Take ist ja irgendwie eine spezielle Kunstform, sage ich jetzt mal, weil man weiß von vornherein, dass man Zufälligkeiten drin hat, die auch drin bleiben werden. Und das macht es eigentlich so besonders, weil man weiß, es sind diese 2 Minuten, in denen insgesamt 17 Leute ein Set koordinieren und es wird irgendwas einmal so und einmal so sein. Das heißt, es finden Entscheidungen statt, die nicht ganz klar planbar sind. Und das macht es halt unglaublich toll. Was für uns total spannend war, ist, niemand von uns hat jemals ein One-Take gemacht, beziehungsweise war da dabei. Es war total viel irgendwie ausprobieren und sich reindenken und überlegen, wie kann der Ablauf funktionieren und dann halt wirklich am Vortag und am Drehtag einfach auszuprobieren. Also ich glaube, das Wichtigste war, dass wir Stück für Stück gemerkt haben, wie viele Leute wir brauchen. Wir haben schon gewusst, dass wir viele Leute brauchen, aber am Ende haben wir rein, nur für den Umbau vom Set, haben wir 10 Personen, die potenziell sichtbar sind, auf der Bühne gebraucht. Dann hat es eine Kostümperson gegeben, die umgezogen hat.
Dann hat es 2 Kamerapersonen gegeben, eine Technik, also wir haben wahnsinnig viele Leute gehabt. Das war für mich irgendwie das, was am meisten erfordert hat, dass man nicht nur sozusagen die Szenen richtig aufbaut und den Time aufbaut, sondern dass das natürlich alles Menschen machen müssen und wir die koordinieren. Da muss ich auch kurz wieder Props an Take-Two Studios. Einfach, ich komme her und mache das erste Mal Regie und ihr helft mir halt komplett bei allem. Also es war halt einfach total sinnvoll, dass ich zwar irgendwie dieses Choreografieren und diese visuelle Idee, die wir gemeinsam erarbeitet haben, eigentlich sehr gut im Kopf hatte, aber natürlich mit den technischen Gegebenheiten irgendwie so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurde. So. Und das war schon, das fand ich eigentlich genial, wie ihr dann auch irgendwie mir geholfen habt, was ich wie machen kann, was für Möglichkeiten gibt, mir auch gezeigt habt, dass ich zum Beispiel diesen Effekt, es ist irgendwie ein bisschen dunkel, was heißt denn das jetzt? Ja, okay, der Marco sagt, ich kann dir in einer Sekunde den Screen irgendwie von ganz dunkel lila auf bisschen helleres Lila machen und dann funktioniert's. Ich denke, es hat uns auf jeden Fall dann von Anfang an dadurch beeinflusst, ähm, wie quasi die Kameraperspektive ist oder generell auch wie der One-Take dann abläuft, weil es war dann irgendwie klar, als wir wussten, dass wir hier drehen können und diese Technik hier verwenden können, dass nicht irgendwie die Kamera jetzt den Menschen folgen wird irgendwo durch den Raum, sondern dass eigentlich die Kamera in eine Richtung filmt und die Leute in eine Richtung schauen. Und das, was sich verändert, ist dann halt die Umgebung, der Raum, die Küche. Deswegen brauchten wir dann auch so viele Leute, die Sachen rein und raus tragen am Ende. Das heißt, für uns hatte das dann beim Planen schon einen sehr theaterartigen Charakter, weil wir eben die Kameraperspektive ist ja wie ein Publikum, das auf eine Bühne schaut. Und so, glaube ich, sind dann auch die Kulissen entstanden, dass die so etwas Gemaltes, irgendwie Kinderbuchartiges, Kulissenartiges haben, das sich dann eben hinten auf der Wall fortsetzt. Tatsächlich haben wir eben die Entscheidung getroffen, One-Take szenenhaft, auch theaterhaft irgendwie darzustellen, was in diesem Lied passiert. Und ich glaube, dass wir eigentlich ein paar Sicherheiten festgelegt haben. Wir haben festgelegt, dass wir diese Kameraperspektive haben. Wir haben festgelegt, dass wir diese Einspielungen hinten haben. Und wir haben festgelegt, dass wir Lichtstimmungen darstellen können. Das heißt, wir haben eine sehr ausgereifte Studiosituation eigentlich. Und das wiederum hat uns wahnsinnig viel Spielraum gegeben, weil wir halt durch Sicherheiten Freiheiten gekriegt haben eigentlich. Also wir haben eigentlich einen ziemlich klaren Rahmen, was in dem möglich ist, was wir irgendwie ausgehandelt haben oder was technisch halt machbar ist. Und zum Beispiel, wir haben eigentlich die Wall aus meiner Sicht gar nicht wirklich ausgenutzt, so was sie kann. Also wir hätten da noch viel krassere Sachen machen können. Die Sache war halt die, dass wir einen theatermäßigen One-Take gemacht haben, wo wir jetzt nicht irgendwie sowas künstlich herstellen wollten, sondern einfach die Technik so genutzt haben, wie sie in unserem Sinne halt einfach schon irgendwie ihren Mehrwert für uns bringt, indem wir nicht irgendwas hinterher reinbasteln müssen, aber B auch jetzt nicht irgendwie, naja, jetzt haben wir es da, jetzt müssen wir irgendwas Spezielles draus machen. So. Also es sind geniale Möglichkeiten, die wir praktisch nicht ausgenutzt haben bei dem Video. Aber wir haben einfach viel mehr über die Technik gelernt, wir haben viel mehr gemerkt, was wir überhaupt machen können da. Ja, und ich denke, es addet eben trotzdem einen Aspekt oder einen Layer, der halt nur so produziert werden kann. Und das ist das Schöne daran. Es war auch genial, wie einfach das dann ging, irgendwie unsere analogen Elemente zu digitalisieren und da einzufügen. Ich war echt ziemlich mindblown, weil wir haben halt die Wolken hergebracht, sind halt solche Pappwolken und die dann irgendwie so zu fotografieren, zu digitalisieren und dann da rumfliegen zu lassen. Das war irgendwie so relativ schneller Prozess. So, also gefühlt, ich komme wieder her und die Wolken fliegen da. War lustig zu sehen, auch wie Marco dann da saß hinten und am Computer so klick, 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 klick. Okay, wir haben mit technischen Möglichkeiten so 5% ausgeschöpft.
zumindest in meiner Arbeit bin ich sehr analog unterwegs. Ganz ursprünglich habe ich Bildhauerei gelernt und dann habe ich lang als Bühnenmalerin und Bühnenplastikerin gearbeitet. Das heißt, irgendwie komme ich aus einem ganz analogen Bereich und das beeinflusst ganz sicher auch unsere Arbeit. Also wir haben ganz viel, zum Beispiel die Covers jetzt von Charo sind gemalt und das das Bühnenbild, sage ich schon, das Setdesign von dem Musikvideo jetzt hat eben diese Bühnenelemente und so. Und das ist mit Sicherheit davon beeinflusst, dass auch in unserem gemeinsamen Arbeiten immer irgendwie das Theater eine Rolle gespielt hat und damit auch das analoge Arbeiten. Auch so, wir haben ja eine analoge Siebdruckwerkstatt auch, das ist auch wieder analoges Arbeiten. Das heißt, es zieht sich eigentlich ein bisschen durch. Ich glaube, auch damit dann ins Digitale zu wandern sozusagen, ist für mich zumindest ein Prozess, weil ich einfach Möglichkeiten, die für mich sozusagen, die mir Sicherheiten geben. Analogität gibt mir Sicherheit. Ich weiß, ich fasse das an und kenne die Materialität, weiß, wenn ich da drüber mal, dann ist wieder schön. Und da lerne ich einfach auch Stück für Stück, gerade auch über die Produktionen, die wir jetzt schon gemacht haben, dass im Digitalen einfach andere Sachen noch möglich sind und dass sich das unglaublich gut ergänzen lässt. Und das ist ein gemeinsames Lernen. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, ich weiß alle Möglichkeiten und jetzt spiele ich damit, sondern tatsächlich komme ich halt mit was ich kann oder können ist relativ, wo ich mich halbwegs sicher fühle. Und lernen eigentlich erst zu adaptieren, auch auf digitale Möglichkeiten. Ich denke auch, also wir bleiben eigentlich unserer Arbeitsweise treu. Es findet alles irgendwie in gewisser Weise analog statt. Aber die Virtual Production hier bietet uns dann die Möglichkeit, das Analoge, das wir schon haben, im Digitalen fortzusetzen. Wir denken halt nicht digital so weit, sondern analog. Und es ist halt möglich, dass das dann weitergeht. Ja, ich denke, ihr bietet halt hier was doch in einem größeren Umkreis ziemlich einzigartig ist an technischen Möglichkeiten, aber auch eben aus Sicht der Community, also wie ihr seid, wie ihr auf Leute zugeht und wie halt wir mit euch zusammenarbeiten können und konnten, das für uns ganz andere Möglichkeiten aufmacht, weil abseits von ein paar Werbeclips hatte ich noch keinen Kontakt mit dieser Art von Technologie und dann plötzlich zu wissen, okay, ich kann das auch nutzen, so macht für mich ja ganz andere Türen auf, auch in meinem kreativen Prozess beim Überlegen, wie können wir das nutzen. Also ich kenne echt viele Low-Budget-Videos, die, weil halt einfach die Technik nicht da ist, so gemacht werden, auch in Salzburg, überall, gerade in der freien Szene. Und ich denke, dass es auch, dass eigentlich ein großes Geschenk an die Szene ist, dass man bei euch Videos produzieren kann. So ein bisschen ein Startschuss dafür, das und wie wir jetzt unsere Projekte machen, ist sicher der Zusammenschluss des Ecstasy-Kollektivs vor plus minus 4 Jahren, was eigentlich aus einer Gruppe von befreundeten Künstlern, Künstlerinnen, Kunststudierenden oder auch einfach Leuten, die Bock hatten, so entstanden ist, mit einer Startausstellung, wo wir gesagt haben, okay, wir mieten uns jetzt mal einen Ort und schauen, was so alle zu bieten haben und genau, machen einfach eine Ausstellung und dann schauen wir, was daraus entsteht. Ja, die Existenz dieses irgendwie lose zusammengewürfelten Kollektivs, das immer wieder gemeinsame Aktionen hat, ein gemeinsames Atelier hat, glaube ich, hat sehr stark beeinflusst, wie wir zusammenarbeiten, wie wir Dinge angehen. So, hey, ich habe eine Idee, wer will mitmachen? Dieses Selbstverständnis von, man hat eine Idee und wenn sie nicht völlig bescheuert ist, dann sind ein paar Leute da, die irgendwie Bock haben mitzumachen. Ich glaube, dass das eigentlich so der wichtigste Grundsatz ist vom Ecstasy-Kollektiv, dass wir versuchen uns eigentlich zu pushen, zu unterstützen in dem, was wir gerne machen wollen. Und genau daraus sind eigentlich einige Ausstellungen entstanden und verschiedene Videoproduktionen und auch sonst jede Menge Blödsinn. Und was ganz eng mit uns zusammenhängt, ist die Wabe Salzburg. Die ist eigentlich ein Sozialflohmarkt. Die machen auch Übersiedlung und Räumung. Props an die Wabe. Und die unterstützen uns mit allem, also
von Transporten über Requisiten bis Räumlichkeiten, die wir dort nutzen, um Requisiten zu bauen und vorzubereiten, ist die Wabe echt absolut bester Partner für solche Produktionen, vor allem auch was spontane Requisiten angeht. Die haben bis jetzt, glaube ich, alles, was wir gemacht haben, war irgendwie die Wabe ein Teil davon. Entweder wir haben von ihnen transportieren lassen oder wir haben eben Dinge genutzt, die in der Wabe zu finden sind. Gemeinsame Pläne gibt es noch nicht, aber die lassen in der Regel nicht lange auf sich warten. Ich bin auch sehr optimistisch, dass das nächste Video als Ausstellungs-, was auch immer Projekt nicht lange auf sich warten lassen wird. Ja, also wenn ihr unser neues Video sehen wollt, es ist jetzt auf YouTube. 3, 2, 1, los. Im Krankenhaus in Mazedonien ging's da in Spind. Ein schwarzes Backerl Marlboro mit 6 Kippen drin. Im Krankenhaus in Mazedonien war ich zu Gast. Ein kollabierter Lungenflügel zwang mich da zur Rast. Nach einer Woche Krankenhaus in Mazedonien kann ich den Mensch und seine Kippen wirklich gut verstehen.